Wenn du nach einem sicheren Ort für dein Geld suchst, dann solltest du vielleicht einmal über Singapur nachdenken. Und genau darum, Kontoeröffnung in Singapur und wie wir dir dabei helfen können, darum wird es in diesem Video gehen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Eine Kontoeröffnung zum Beispiel in Singapur ist ja nur ein Schritt von mehreren Schritten, wenn es um die Etablierung eines funktionierenden Plan Bs geht, zu deinem Schutz, zum Schutz deiner Familie und zum Schutz deines Vermögens. Kontoeröffnung außerhalb der EU natürlich ein sehr wichtiger Schritt, aber es gibt noch andere wichtige Dinge, zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, um dich gegebenenfalls vor einem Wehrdienst zu schützen oder einer Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, Aufenthaltsgenehmigungen in verschiedenen Ländern, damit du dort ein Refugium etablieren kannst. Generell die internationale Vermögensdiversifikation, natürlich auch Edelmetalle im Ausland zu lagern. Und um all diese Dinge geht es bei unserem Seminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B. Dieses veranstalten wir regelmäßig in Zürich. Termine auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Also wenn es nicht nur um Bankkonten gehen soll, sondern auch um alle anderen Aspekte deines Plan Bs, dann ist dieses Seminar genau das Richtige für dich. Plan B etablieren, ohne auszuwandern, darum geht es bei diesem Seminar. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Einer der wichtigsten Schritte für den Vermögensschutz ist es, Konten außerhalb der EU zu etablieren. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn du dir Gedanken machst über den Euro, die Stabilität des Euros, die zunehmende Entwertung des Euros, möglicherweise Zugriffe auf dein Vermögen in Zukunft wie die Vermögensteuer. Manche sprechen auch von Bankenkrisen und erwarten eine generelle Finanzkrise, möglicherweise einen Kollaps des Euro-Finanzsystems. Dabei ist es also dann wichtig, Konten im Ausland zu haben, die außerhalb der EU sind, damit man eben hier tatsächlich in einem anderen Wirtschaftsraum sein Vermögen schützen kann. Traditionellerweise sind viele Deutsche dazu in die Schweiz gegangen oder auch nach Liechtenstein, aber man macht sich eben zunehmend Gedanken, wie sicher das Geld dort eigentlich noch ist. Die Schweiz ist ja dabei, hier ein Vertragspaket mit der EU zu unterschreiben. Hier wird die EU weitreichenden Einfluss dann erhalten. Am Ende ist es nicht mehr der Schweizer Stimmbürger, der bestimmt, was in der Schweiz passiert, sondern der Europäische Gerichtshof. Liechtenstein ist EWR-Mitglied. Auch dort natürlich eine Frage, wie unabhängig das von der EU wirklich ist. Natürlich, beide Länder haben den Schweizer Franken, eine sehr gute Währung. Das muss man sicherlich ihnen noch zugutehalten. Aber wie gesagt, Mandanten schauen sich zunehmend nach anderen Kontolösungen um. Und dabei ist natürlich für High Net Worth Individuals gerade Singapur hervorzuheben. Nur um es ganz klar zu sagen, Singapur nimmt am automatischen Informationsaustausch teil. Das sollte für dich aber auch kein Problem sein, denn selbst wenn du in Deutschland wohnst und Zinseinnahmen zum Beispiel in Singapur hast, würdest du die ja ohnehin auf der deutschen Steuererklärung angeben. Es ist komplett legal, in Singapur ein Konto zu eröffnen. Du musst das auch nicht dem Finanzamt melden. Auch wenn du Geld überweist von deinem Konto in Deutschland auf dein Konto in Singapur, musst du ebenfalls keine Meldung machen. Die Meldung im Außenwirtschaftsverkehr ist nur dann notwendig, wenn du an Dritte überweist, nicht aber auf dein eigenes Konto. Also alles, was wir hier besprechen, ist komplett legal. Deswegen sollte dich auch der automatische Informationsaustausch nicht stören, an dem Singapur natürlich und die meisten anderen Finanzplätze teilnehmen. Möchtest du dich vor dem automatischen Informationsaustausch schützen, müsstest du vorher in ein Land auswandern, das nicht am OECD-CAS teilnimmt. Hier spielt es keine Rolle, wo sich die Bank befindet, sondern es spielt eine Rolle, wo dein Wohnsitz ist. Wir haben daher Mandanten, die den Wohnsitz zum Beispiel auf die Philippinen verlegen oder auch nach Serbien. Dort gibt es keinen automatischen Informationsaustausch. Eröffnest du dann ein Konto in Singapur, ist dieses Konto nicht vom automatischen Informationsaustausch betroffen, weil du nicht in einem Land lebst, das an diesem automatischen Informationsaustausch teilnimmt. Das nur zur Einleitung, wenn dir das Thema automatischer Informationsaustausch nach OECD-CAS Common Reporting Standard nicht ganz geheuer ist. In diesem Video werde ich dir nun die wichtigsten Banken in Singapur vorstellen. Wir arbeiten mit allen diesen Banken zusammen. Wir haben ein Office in Davao City in den Philippinen, wo wir unsere asiatischen Aktivitäten steuern. Du hast vielleicht das Interview gesehen, das ich dort mit unserem lokalen Client Success Manager Tim geführt habe. Da geht es vor allem um einen Wohnsitz in den Philippinen einzurichten. Aber wenn du dich dafür interessierst, mit wem du es zu tun hättest, wenn du über uns ein Konto in Singapur eröffnet, es ist eben Tim in Davao City in den Philippinen.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass bei allen Konten in Singapur letztlich die Vorortanwesenheit notwendig ist. Du würdest dorthin kommen, um dich dann gegenüber der Bank zu identifizieren und den Antrag für die Kontoeröffnung zu unterschreiben, aber immer unter der Annahme, dass im Grunde genommen die Kontoeröffnung schon im Vorfeld approved wurde. Das heißt, das ist kein Roulette-Spiel. Du reist nicht nach Singapur und weißt dann nicht, ob das Konto eröffnet wird, sondern es ist dann eigentlich nur noch reine Formsache. Also das ist wichtig zu verstehen. Erster Punkt in Singapur, du musst vor Ort sein, um das Konto dann tatsächlich zu eröffnen, auch wenn schon sehr viel vorab einfach per E-Mail und Upload etc. erledigt werden kann. Zweiter wichtiger Punkt bei Singapur, du musst hier größere Beträge einzahlen. Eine Einlage von mindestens 135.000 Euro bis ca. 240.000 Euro ist bei jeder Bank in Singapur vorgeschrieben. Das heißt, wenn du das nicht hast oder das nicht willst, dann ist ein Konto in Singapur nicht für dich geeignet. Dritter wichtiger Punkt ist folgender. Wenn du als jemand mit EU-Wohnsitz in Singapur ein Konto eröffnest, dann wirst du möglicherweise nur eingeschränkte Funktionalität des Kontos nutzen können. In der Regel zum Beispiel kein Depot, denn die Anlageprodukte, die in Singapur angeboten werden, den Kunden, sind für EU-Bürger gemäß EU-Recht nicht verfügbar. Das müssen die Banken also einschränken. Daher natürlich umso besser, wenn du vorher auswanderst und einen Wohnsitz in einem Land wie den Philippinen hast, dann hast du hier keinerlei Einschränkungen. Diese drei Dinge sind also wichtig für dich im Vorfeld zu wissen. Sie gelten für alle Banken in Singapur. Noch ein wichtiger Hinweis hier zu Singapur und zum Singapur-Dollar. Der Singapur-Dollar ist nach dem Schweizer Franken die stabilste und die stärkste Währung der letzten 50 Jahre. Die Bank of Singapore ist schon vor einigen Jahren komplett hier aus amerikanischen Staatsanleihen ausgestiegen. Die Währung, der Singapur-Dollar, ist gedeckt durch harte Assets, wobei die Regierung nicht bekannt gibt, in welchem Schlüssel: Gold, Edelmetalle, andere Anlagen in Unternehmen. Also eine sehr sichere und eine sehr stabile Währung. Aber natürlich, du kannst dort auch Fremdwährungskonten haben. Das heißt, du musst jetzt nicht dein ganzes Geld in Singapur-Dollar anlegen. Wenn du zum Beispiel Euro auf dein Konto in Singapur überweist, dann geht dort automatisch bei deinem Konto ein Unterkonto auf und das funktioniert in der Regel für bis zu 10, 14 der wichtigsten Währungen und dann hast du dann ein Unterkonto in Euro und das Ganze geht natürlich auch in Schweizer Franken, in Pfund, Dollar etc. pp. Bei allen Konten wirst du die üblichen Karten mitbekommen und natürlich Online-Banking, du kannst Überweisungen machen. Also das Konto kannst du dann komplett natürlich remote bedienen. So, das sind Punkte, die für alle Konten genau gleich sind. Ich versuche jetzt ein bisschen hier herauszustreichen, welche Konten jetzt welche Vorteile genau bieten. Du wirst sehen, dass Singapur schon natürlich ein Finanzplatz ist, der auf Asien ausgerichtet ist. Insofern auch die Vorteile natürlich in Asien hier besonders spürbar werden. Wir arbeiten mit den wichtigsten Banken in Singapur zusammen, darunter DBS, UOB, OCBC, Standard Chartered und auch HSBC. Ein kurzer Hinweis noch: folgende Einlagen sind wichtig. 200.000 Dollar entsprechen übrigens ca. 135.000 Euro, 350.000 Dollar entsprechen 240.000 Euro. Bei DBS musst du mindestens 350.000 Singapur-Dollar einlegen, bei UOB ebenfalls 350, bei OCBC ebenfalls 350, bei Standard Chartered sind es 200.000 und bei HSBC sind es ebenfalls 200.000, die du dort mindestens auf das Konto überweisen musst. Und dann wird auch erwartet, dass du diesen Kontostand regelmäßig mindestens auf diesem Level belässt. Kommen wir zur ersten Bank, DBS. Hier gibt es ein Produkt für High Net Worth Individuals, internationale High Net Worth Individuals. Das heißt DBS Treasures. Hier kann man vor allen Dingen, glaube ich, betonen, dass die App ziemlich gut ist. Hier gibt es auch ein Tool, das heißt DBS Remit. Damit kannst du in 40 Länder sofort und gebührenfrei überweisen. Die meisten davon in Asien, aber Deutschland gehört zum Beispiel auch dazu. Hier ist es so, dass für US-Steuerresidenten, wie ich es schon vorhin gesagt habe, manche Anlageprodukte nicht erhältlich sind, da DBS die MiFID-Vorgaben nicht einhalten möchte, sich daran nicht binden möchte. Wer also viel in Asien unterwegs ist und täglich das Konto aktiv nutzt und auch kostengünstige Devisentransfers braucht, für den ist DBS Treasures sicherlich ein gutes Produkt. Kommen wir zu UOB Privilege Banking. Das ist vor allen Dingen interessant, wenn du ein weites und dichtes Filialnetz in Asien brauchst, nicht nur in Singapur natürlich, sondern auch in Bangkok. Also mal angenommen, du willst jetzt eine Wohnung in Bangkok kaufen und möchtest dafür eine Finanzierung aufnehmen, dann kannst du das über UOB machen, direkt über die Filiale in Bangkok, auch wenn das Konto in Singapur eröffnet wurde. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Malaysia und andere
asiatische Länder. UOB hier ist sicherlich ein großer Vorteil, wenn dir Banking in Filialen wichtig ist. OCBC hat ähnliche Funktionen wie die anderen Banken auch. Hier möchte ich besonders hervorheben, dass du bei OCBC einen ziemlich einfachen Weg hast in das Private Banking. Du musst hier 2 Millionen Singapur-Dollar anlegen und dann wirst du automatisch an die Bank of Singapore transferiert. Das ist eine Tochter von OCBC, das ist deren Privatbank in Singapur, und kannst dann deren sehr gute Private Banking Plattform und das Avaloq-System nutzen. Damit hast du dann hervorragende institutionelle Reporting und Berichterstattung und hast auch konsolidierte Multicurrency Depots. Gleichzeitig kannst du auch in alternative Investments als Private Banking Kunde investieren, also Hedgefonds, Private Equity, Co-Investments etc. pp. Also generell für alle HNWIs, die jetzt mehr als nur Premier wollen, die also deutlich mehr hier einlegen wollen und bei der Bank auch belassen möchten. Schauen wir uns Standard Chartered an und das gleiche gilt im Grunde genommen auch für HSBC. In beiden Banken hast du auch außerhalb Asiens ein umfassendes Filialnetz. Wenn du Standard Chartered Kunde bist, kannst du genauso auch zur Bank gehen in Dubai oder Bangkok. Standard Chartered hat eine breite Investment-Plattform. Du kannst dort mit Priority-Niveau auf 15 Börsenplätze zugreifen. Hier auch hervorzuheben besonders gute Kreditkarten, Priority Visa, Infinite, besonders gute Konditionen für Vielreisende. HSBC Premier, eine nahtlose Anbindung an Europa. Hier gibt es Filialen in verschiedenen europäischen Ländern, wobei man darauf achten muss, dass zum Beispiel HSBC Deutschland verkauft wurde an BNP. Da muss man genau darauf achten, wer jetzt hier tatsächlich unter der Flagge HSBC segelt. Interessante Sache ist, dass man das Mindestanlagevermögen bei HSBC Premier, also diese 130.000 Euro, auch auf mehrere Familienmitglieder aufteilen kann. Das heißt, ihr könnt mehrere Familienmitglieder dann ein Konto haben, ohne dass man mehrfach diesen Betrag einzahlen muss. Meiner Meinung nach die beste Lösung für internationale Familien, insbesondere wenn deine Kinder zum Beispiel im Ausland studieren. Schauen wir uns noch kurz die Fremdwährungskonten an. Meiner Meinung nach DBS die beste Lösung. 13 Währungen, engste Spreads, perfekt für aktiven FX-Gebrauch. UOB hast du vor allen Dingen die asiatischen Währungen, da sind sie besonders stark. Die Technik meiner Meinung nach etwas altmodisch. HSBC gut integriert ins globale Netz. Dort kann allerdings die Umrechnung möglicherweise teuer werden. Aber wenn du es natürlich zum Beispiel direkt in Euro überweist auf dein Euro-Konto bei der Bank in Singapur, dann sollte das für dich kein Problem sein. Also, das war ein kurzer Überblick zu den Banken in Singapur. Wenn dich das Ganze interessiert, wenn auch du in Singapur ein Konto eröffnen möchtest, packe ich den Link zu weiteren Informationen hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie gesagt, wir können dir dabei helfen. Man wird das meiste vor deiner Reise nach Singapur erledigen. Das heißt, du weißt schon im Vorfeld im Grunde genommen, dass du das Konto hast, würdest dann noch zum Abschluss nach Singapur reisen. Wenn dieses Thema internationale Vermögensdiversifikation, Kontoeröffnung im Ausland, generell Plan B auch für dich ein wichtiges Thema ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich natürlich auch bei unserem Seminar in Zürich zu begrüßen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als man dann genau bei solchen Fragen zu beantworten. Und natürlich ist da Singapur auch nur ein Bankenstandort, der interessant ist. Es gibt auch noch etliche andere. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.